Eine Sache will und kann ich euch natürlich nicht verschweigen, nämlich das Wichtigste, das sind die laufenden Kosten. Was kostet mich dieses Studio monatlich? Das ist ziemlich easy. Ja, ich dachte mal, ich zeige euch mein Studio und wie ich das hier eingerichtet habe. Dann dachte ich mir, verbinde ich das Ganze nochmal so mit dem, was mich das Ganze gekostet hat oder auch aktuell in den laufenden Kosten beinhaltet. Vielleicht für den einen oder anderen interessant, der auch mit dem Gedanken spielt, sich so ein Studio einzurichten. Das Ganze ist hier 36 Quadratmeter groß. Gerade so ausreichend für mich. 6 x 6 Meter ist das Ganze quadratisch aufgebaut. Ich habe eine schöne, nicht optimale, aber gute Deckenhöhe von 2,70 Meter. Wenn ich mir was wünschen dürfte, wären es wahrscheinlich lieber 3 Meter, aber ich nehme es, wie es ist. Ich habe das Ganze über Kleinanzeigen gefunden, das wurde inseriert als Hobbyraum und ich blende euch mal zwischendurch so ein paar Bilder ein, wie das Ganze aussah, bevor ich in die Renovierung gestartet habe. Und bei den ganzen Kosten, die ich euch hier nenne, ist natürlich Arbeitszeit irgendwie nicht inkludiert. Das war viel Eigenleistung. Das müsst ihr dann selber wissen, ob ihr das könnt oder wollt. Sowas würde natürlich oben drauf kommen. Kommt natürlich auch auf den Zustand der Immobilie oder der Räumlichkeiten an, die ihr dann entsprechend für sowas vielleicht in Betracht zieht. Genau, was habe ich gemacht? Ich habe hier erstmal so einen Holzaufbauboden rausgerissen. Das hat mir gute 10 cm nochmal in Deckenhöhe gebracht. Und darunter war toller Beton gefunden, bisschen rissig, aber nicht so schlimm. Und fürs Erste hatte ich den erstmal so ein bisschen grau lackiert, dass ich erstmal ein bisschen was habe. Und habe angefangen zu fotografieren. Und die Farbe hat, das ist so eine Flüssigkunststoff-Fußbodenfarbe, etwa, ich glaube, 25, 30 € gekostet. Tipp von mir, ich weiß nicht, ob das Werbung ist oder erlaubt ist, aber bei Thomas Philips gibt es die für 20 € manchmal, wenn das bei euch in der Nähe ist, leider nur in Grau. Ansonsten Amazon, eBay sind da eure Freunde. Genau. Mit der Zeit habe ich dann hier fotografiert und habe gedacht, mir fehlt so ein bisschen eine große weiße Fläche, mit der ich arbeiten kann. Und habe dann mich dazu entschieden, einen Teil des Fußbodens neu aufzubauen und habe dafür, um diese Risse zu überdecken und das Ganze ein bisschen eben zu machen, hier Ausgleichsmasse verschüttet. Habe ich beim Obi gekauft für, ich glaube, 17 € den Sack. Ich glaube, einen habe ich da auch noch da. Habe hier für ca. 15 Quadratmeter 5 Säcke gebraucht. Also summa summarum 5 x 15, 75 €. Oder? Ja. Genau. Dann habe ich das Ganze wieder mit einer Flüssigkunststofffarbe, der gleichen wie da, nur in einer anderen Farbe gestrichen, und zwar mit Weiß. Und das ist fürs Erste auch ganz cool. Sieht man auf den Fotos kaum, beziehungsweise die Unebenheiten kann man wegretuschieren, aber die ist zum Beispiel nicht so haftend, wenn ihr mal hier ein bisschen guckt, vielleicht können wir das später nochmal einfangen, dass wenn man da was draufklebt, also zum Beispiel mit Panzerband, um die Rollen zu befestigen, dass sich das relativ stark löst. Und ich spiele noch mit dem Gedanken, hier Epoxidharz zu vergießen, bin aber noch zu geizig, die 300 € zu investieren, die das ungefähr kosten würde. Mal sehen. Genau. Die Wände waren, sage ich mal, rudimentär verputzt. Können mal so gegen so eine Wand hier drehen. Und das ist für mich aber auch vollkommen ausreichend. Den meisten Teil davon habe ich so gelassen. Aber ich zeige euch auch ein paar Bilder. Manche Teile der Wände waren auch komplett offen. Die musste ich also mit Putz bedecken. Ich habe dafür Innenputz genommen. Da gibt es haufenweise Farben. Manche kennen das unter dem Begriff Rotband. Und hier ordentlich überall zugeschmissen, so wie es sein sollte. Bis auf eine einzige Wand, die wollte ich natürlich super haben, weil das eine Wand ist, mit der ich auch gerne mit Tageslicht arbeite. Und gegen die ich jetzt mittlerweile sogar auch blitze, und das ist echt ganz hervorragend. Und die habe ich dann eben ganz glatt verputzt erstmal und dann habe ich sie nochmal ganz glatt gespachtelt und dann habe ich sie weiß gestrichen. Das ist das gute Stück, was ihr hier seht. Und ja, ich streiche da ehrlich gesagt ab und zu mal drüber. Ich lasse die Modelle hier gerne arbeiten. Dann geht auch mal was mit dem Schuh dran. Genau. Rotband, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe hier 10, 12 Säcke verbrannt. Ich weiß nicht, was der im Laden kostet, ein Zehner. Die echten Preise blende ich euch dann immer ein. Ich gucke zu Hause für euch nach. Aus dem Kopf weiß ich die leider nicht alle. Sollte aber ungefähr so hinkommen. Was haben wir hier noch? Ich habe mir gedacht, was ganz angenehm ist für das eine oder andere Modell, auch wenn mir schon gesagt wurde, das ist gar nicht immer verfügbar, hat mich ein bisschen gewundert in den Studios, ist ein Umkleideraum. Und dafür habe ich mir mitten in das Ganze hier eine
Trockenbauwand reingezogen. Ist ein ganz normales Holzständerwerk, nichts mit Profilen, ist schnell gebaut, ein paar Rigipsplatten und dann das Ganze ein bisschen verspachteln und streichen. Preis summa summarum 80 €. Das Ganze, um es nicht so kompliziert zu machen, habe ich mit ein paar Vorhängen versehen und mache das Ganze mal auf. Hier können sich die Modelle dann also hinbegeben und sich umziehen. Ich habe einen kleinen Spiegel, ein bisschen Schminkutensilien oder was zum Abtupfen, ein kleines Licht und eine Truhe. Was hat das Ganze gekostet? Den Tisch habe ich über Kleinanzeigen mir besorgt. Und zwar wollte den jemand verschenken, ein Echtholztisch, war richtig cool. Und den habe ich abgeholt, habe da 4 Beine, die ich noch über hatte, drunter geschraubt und fertig war das Ganze. Den Stuhl will ich noch auswechseln, der ist ein bisschen provisorisch. Das ist mein alter Bürostuhl, da habe ich die Rückenlehne abgemacht, dass man sich erstmal hinhocken kann. Den Teppich frage ich nachher mal meine Frau, den hat sie gekauft, den haben wir zu Hause aussortiert, damit die Füße nicht ganz so kalt werden. Eine Lampe von Ikea, ich glaube ein 10er oder was oder 20, blende ich euch alles ein. Und die Truhe war auch noch von uns zu Hause über. Da hatten wir gerade noch keine Verwendung mehr für. Die habe ich mal vor langer Zeit bei Jysk gekauft oder damals dänisches Bettenlager für 90 €. Genau, Spiegel, keine Ahnung, guck bei Kleinanzeigen, das kostet nicht die Welt. Ich habe den auch noch von zu Hause gehabt. Ich glaube, man findet immer was jemand loswerden will. Und so merkt ihr schon, dass das auch ein bisschen auf, sagen wir mal, preiswert gemacht ist. Ich habe versucht, ja, ein paar Sachen wiederzuverwenden, die ich schon hatte und nicht alles immer neu zu kaufen und das nochmal, ja, den Dingen nochmal ein zweites Leben zu geben. Auch die Vorhänge, die waren mal Vorhänge in unserer alten Wohnung, die hatten wir noch über. Die waren ein bisschen ausgeblichen. Da kann ich euch einen Tipp geben, wenn ihr so schmutzige alte Vorgänge habt. Da haben wir dann bei DM, glaube ich, so ein Stofffärbemittel gekauft. Das kostet, glaube ich, 3, 4, 5 €. Irgendwas in der Ecke, blende ich euch auf jeden Fall ein. Hat super funktioniert, sind ein bisschen dunkler geworden und einheitlicher und sehen jetzt wieder ganz passabel aus, sodass sie in den Look des Studios auch gut reinpassen. Genau, ich überlege gerade, ob ich was vergessen habe. Eine Ewigkeit später. Ach so, Wandfarbe. Das war hier wunderschön Rauchergelb drin, obwohl ich glaube, dass nicht geraucht wurde, aber war nicht so dolle. Ich würde sagen, dass ich hier ungefähr 3 Eimer reingepackt habe, also 30, ich weiß nicht, wie viele Liter sind da drin, gucke ich zu Hause für euch nach. So eine Wandfarbe, da könnt ihr ja von günstig nach teuer, müsst ihr wissen, was euch das wert ist. Ich glaube, da geht es los bei 15 € beim billigen und bei 50 oder auch 100 € wenn ihr wollt, die teure Wandfarbe. Das ist eine ganz normale Dispersionsfarbe, keine besondere, nichts Latex oder so. An der Stelle ganz entspannt. Bei einem Shooting darf für mich eins nicht fehlen und das ist ja das Model und ja ich und ja die Kamera, aber Musik. Ohne Musik macht das Ganze nur halb so viel Spaß. Deswegen habe ich mir hier 2 Boxen hingestellt. Da habe ich so Regalarme bei eBay bestellt, die so ein bisschen nach Rohr aussehen, weil ihr seht ja auch, mein Studio ist halt so ein bisschen rohrschick. Auch das werde ich noch ein bisschen verkleiden. Ich weiß nicht, ob ich das weiß ansprühe oder grau, muss ich mir noch mal überlegen. Und da habe ich einfach 2 Lautsprecher hingestellt, die dann per Bluetooth die Musik empfangen. Meine sind von Edifier, die 1280 ohne Bluetooth. Ich habe einen externen Empfänger angeschlossen, gibt es aber mit und kriegt ihr, ich glaube, so für 70, 80 € geht das Ganze los. Und die machen für den Raum echt einen tollen Klang. Man will ja auch sich noch verstehen können mit dem Model. Es sollte ja auch nicht zu teuer sein und nicht zu laut sein. Und die machen echt das, was sie sollen. Genau. Dann habe ich mir so eine schöne weiße Box gebaut, wie man sie oft auf Fotos sieht. War ein altes Regal, Rollregal, da habe ich die Rollen abgeschraubt und habe das Ganze ein bisschen weiß lackiert, von außen verkleidet. Habe das noch nicht genutzt, bin mal gespannt, wie das Ganze wirken wird. Und auf dieser Box seht ihr eine von meinen 2 wunderschönen Heizlüftern. Denn ich habe hier keine klassische Heizung, die ergibt auch so wenig Sinn, weil ich nur immer stundenweise ein, zwei Mal die Woche hier bin und dafür habe ich mir so Heizlüfter angeschafft. Ja, Heizen mit Strom ist teuer und nicht besonders umweltfreundlich, aber ich kriege damit den Raum relativ zügig warm, was eine Konvektionsheizung eben nicht so gut hinbekommt. Die hätte mir also an der Stelle auch gar nicht so viel gebracht und so kann man auch im Winter ohne zu frieren hier wunderbar Bilder machen.
Ja, jetzt kommen wir schon zu den letzten Sachen. Ich habe eine große Truhe, weil ich so ein bisschen Stauraum brauchte. Ich bin ein ordentlicher Mensch, ganz bestimmt, könnt ihr mir glauben. Nur gerade jetzt liegen die Sachen komischerweise auf der Truhe rum. Genau, zu den ganzen Foto-Equipment-Sachen und Lichtern mache ich vielleicht mal ein separates Video. Dann zeige ich euch auch alles, was ich habe und dafür nutze. Die Truhe selber hatte ich auch mal von Kleinanzeigen geholt. Guckt doch bei irgendwelchen Inseraten, die habe ich für 30 € bekommen. Vielleicht ja, könnte man auch noch ein bisschen den Raum abtrennen, wo man sein Equipment packt. Ich habe das erstmal so gelöst. Und hier komme ich zu meinem Goldstück und das hat meine Fotografie, muss ich sagen, seitdem ich das benutze, wesentlich nach vorne gebracht, denn ich habe mir eine Tether Station gebaut. Was ist drauf? Ein kleiner alter Mini-PC. Da muss nicht besonders leistungsfähig sein, kann ich euch mal einblenden oder in die Kommentare packen, was das für einer ist. Einen Bildschirm, den ich hier dran gehangen habe, eine Tastatur und alles. Und damit shoote ich dann immer direkt in die Kamera rein und das Model, die Visagistin, die Stylistin und ich können immer sofort beurteilen, wie das Bild ist und können so gemeinsam sprechen, was wir noch verbessern, verändern wollen. Das ist echt besser, als das auf der Kamera zu machen, wie ich das in der Vergangenheit gemacht habe. Genau, den Tisch selber habe ich bei den gleichen abgeholt wie da, der war auch geschenkt. Eine tolle Tischplatte, die muss ich nochmal anschleifen und nochmal ein bisschen ölen, dann sieht die wieder schick aus. Die Beine habe ich geholt, ne, die hatte ich auch von einem alten Tisch, kann ich euch die Preise gar nicht mehr sagen. Würde ich jetzt raten, vielleicht 30 € oder sowas. Und die Rollen, das ist nämlich super, die habe ich gekauft, um den Tisch immer gut bewegen zu können. Das ist echt das Beste daran. Ich kann den schön sanft hin und her rollen. Die gibt es so für 15 € bei einem Händler eures Vertrauens. Genau, einen Bildschirm, den habe ich glaube ich bei einem refurbished Händler gekauft, war für 30, 40 €. Der PC hat ungefähr 50 € gekostet. Ihr seht also, das muss nicht super High-End-Equipment sein. Ihr wollt nur, muss keine große Leistung haben und ihr wollt nur schnell was beurteilen können auf dem Bild. Das ist ein Hocker, den nutze ich auch ab und zu mal auf Bildern. Kostet glaube ich bei Ikea 30 € oder sowas. Und das ist ein Stuhl, den ich seit neuestem habe. Das sind Freischwinger, falls ihr sowas sucht. Ich habe ewig gebraucht, bis ich diesen Begriff gefunden habe, wo ich nachher suchen muss. Freischwingerstühle im Bauhausstil. Und ich finde, der ist ganz cool. Der macht sich gut auf Bildern und ist echt ein feines Equipment. Den habe ich gebraucht, ein bisschen kaputt, für 30 € gekauft. Für meine Fotos reicht das vollkommen aus. Ihr könnt dafür aber gut und gerne mal 100, 150 € ausgeben. Ganz so günstig sind die Teile leider nicht. Zu den V-Flats brauche ich euch nicht so viel zu sagen, denn ihr habt sicherlich mal ein Video gesehen, in dem ich erkläre, wie die gebaut werden. Genutzt habe ich hierfür Styroporplatten, die ich gefunden habe, nachdem ich den Fußboden abgenommen habe. Und die nutze ich super gerne und eigentlich bei jedem Shooting mittlerweile. Die ersetzen eigentlich so gut wie jeden Lichtformer. Klasse Teile, schaut euch das Video an, einfach zu bauen, macht Spaß, super Zeug. Und dann kommen wir auch schon zum Ende hier. Hier eine kleine Ecke, wo ich noch ein bisschen Kram habe, was so da drin ist an fotografischen Sachen, erkläre ich euch beim nächsten Mal. Ansonsten habe ich so leichte Equipment, so ein Messer, wenn man mal irgendwas abschneiden oder aufschneiden muss, eine Schere habe ich hier irgendwo, einen Zollstock, einfach so ein bisschen Werkzeug. Was man immer mal gebrauchen kann. Und das Allerwichtigste, Leute, ist in dieser Box hier. Das ist, wie nennt man das? Gewebeband. Das benutze ich für fast alles. Andauernd, irgendwas muss festgeklebt werden, irgendwas muss gehalten werden. Ich weiß nicht, ich glaube, wichtiger als eine Kamera fast ist, Gewebeband im Haus zu haben, im Studio zu haben. Genau. Dazu habe ich so ein paar schöne Boxen, in die ich das Ganze verteilen kann. Da gibt es sicherlich auch in den einen oder anderen 1-Euro-Shop in eurer Nähe, wo ihr sowas finden könnt. Und hier so ein bisschen Mobiliar, das ich auch wieder über Kleinanzeigen geschossen habe. Das glaube ich für einen 5er, das hier für einen 10er. Und da kommt aber noch einmal eine 50 € Geldbuße dazu, die ich kassiert habe, weil ich durch eine mir unbekannte Straße gefahren bin, die leider eine Fußgängerzone war. Also machen wir mal schnell aus 10 € 60 €. Ist ein tolles Ding. Naja, so ist das. Und eine Sache will und kann ich euch natürlich nicht verschweigen, nämlich das Wichtigste, das sind die laufenden Kosten. Was kostet mich dieses Studio monatlich? Das ist ziemlich easy, 150 € kalt. Das heißt, das zahle ich an den Vermieter. Zusätzlich natürlich den Strom, über den bei mir auch die Heizung läuft. Und ich habe
einen kleinen WLAN-Router. Der liegt bei mir hier oben. Der ist über eine SIM-Karte angeschlossen und kostet mich, glaube ich, für 12 GB 5 €. Ich kann euch aber für kleinere Sachen, wenn ihr nicht wirklich surfen wollt, auch so einen Netzclub, glaube ich, empfehlen. Da gibt es 200 Megabyte für umsonst. Der Router selber hat bei eBay 30 € gekostet. Ja, das sind so die Preise. Sowas kostet euch ein Studio in dieser Größe und dieser Ausstattung. Wenn ihr Bock habt, schaltet ein, abonniert meinen Kanal, drückt einen Daumen nach oben und wenn ihr ein schönes Studio habt, schickt es mir gerne auch auf meinen Instagram-Kanal in meine Nachrichten alex.heffele.foto. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge oder Ideen für mein Studio habt, sagt es mir gerne. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.